Lektion 1: Erkundung der lokalen Industriezweige. Ich stellte fest, dass Heatpie, Landwirtschaft, Fischerei und Tourismus nach wie vor die wichtigsten Wirtschaftszweige hier sind. Das ist faszinierend. Jede Branche scheint eine bedeutende Rolle in der lokalen Wirtschaft zu spielen. In der Tat. Ich habe gehört, dass Angeln ein wichtiger Bestandteil der Kultur ist. Tja, die Gemeinde ist sowohl für ihre Ernährung als auch für ihren Lebensunterhalt darauf angewiesen. Haben Sie schon einmal lokale Meeresfrüchte probiert? Ja, habe ich. Die Garnelen, die ich vorhin gegessen habe, waren absolut köstlich. Frische Meeresfrüchte sind immer ein Genuss. Wie sieht es mit der Landwirtschaft aus? Was wird hier angebaut? Viele Bauernhöfe produzieren Obst und Gemüse. Erdbeeren sind besonders beliebt. Ich liebe Erdbeeren. Es muss sich lohnen, lokale Landwirte zu unterstützen. Ja, der Verzehr regionaler Produkte stärkt die Wirtschaft und garantiert Frische. Und dann ist da noch der Tourismus, der Besucher anlockt, die all diese Angebote genießen möchten. Genau. Touristen leisten einen wichtigen Beitrag zum lokalen Leben. Das kann ich gut verstehen. Die Landschaft ist atemberaubend und es gibt jede Menge zu unternehmen. Wie beurteilen Sie die Auswirkungen des Tourismus auf die Gemeinde? Während dies die Wirtschaft ankurbelt, kann es auch Herausforderungen mit sich bringen, wie zum Beispiel Überbevölkerung. Das ist ein berechtigter Einwand. Ausgewogenheit ist der Schlüssel zum Erhalt des Charmes der Gegend. Sind Ihnen irgendwelche interessanten lokalen Sehenswürdigkeiten begegnet? Ja, ich habe ein Fischereimuseum besucht, das die Geschichte und die Techniken der Region präsentierte. Das klingt faszinierend. Etwas über die Vergangenheit zu erfahren, bereichert das Erlebnis. Das stimmt absolut. Es hat mir die harte Arbeit hinter jeder Branche erst richtig bewusst gemacht. Lokale Geschichten bereichern unser Verständnis dieses wunderschönen Ortes. Da stimme ich zu. Die Erkundung dieser Branchen kann zu einer größeren Wertschätzung für die Gemeinschaft führen. Vielleicht sollten wir uns mehr Zeit nehmen, um die lokalen Bauernmärkte und Feste zu erkunden. Das ist eine hervorragende Idee. Lasst uns genauer untersuchen, was diese Gegend so einzigartig macht. Lektion 2: Ihren Aufenthalt buchen. Ich freue mich riesig auf unsere bevorstehende Reise. Joff, hast du dir schon Gedanken über eine Unterkunft gemacht? Ja, es gibt zahlreiche Webseiten, auf denen man Unterkünfte online buchen kann. Das stimmt. Welche Seiten bevorzugen Sie? Ich nutze oft Webseiten mit Rezensionen und Nutzerbewertungen. Das hilft mir, eine gute Auswahl zu treffen. Gute Wahl. Welche Seite finden Sie am zuverlässigsten? Ich gehe normalerweise zu einem Vermieter, der sich auf Ferienwohnungen spezialisiert hat. Die haben eine große Auswahl. Das klingt hervorragend. Glauben Sie, dass Hotels immer noch eine gute Option sind? Hotels können schön sein, aber manchmal wirken sie etwas unpersönlich, finden Sie nicht? Da stimme ich zu. Eine gemütliche Mietwohnung kann sich viel wohnlicher anfühlen. Genau. Außerdem bieten viele Mietwohnungen eine Küche. So können Sie Ihre Mahlzeiten selbst zubereiten. Das ist eine fantastische Funktion. Ständig auswärts essen zu gehen, kann ganz schön teuer sein. Stimmt. Und man kann lokale Märkte für frische Zutaten entdecken.
Ich finde die Idee, auf Reisen zu kochen, großartig. Hast du schon einen bestimmten Ort im Sinn? Ich dachte, ein Strandurlaub wäre perfekt zur Entspannung. Das klingt herrlich. Stellen Sie sich vor, jeden Morgen mit Meerblick aufzuwachen. Das wäre ein Paradies. Wollt ihr gemeinsam nach einer Unterkunft suchen? Tja, lasst uns nach Mietobjekten mit toller Aussicht und interessanten Annehmlichkeiten suchen. Und vergessen wir nicht, die Entfernung zu den örtlichen Sehenswürdigkeiten zu überprüfen. Guter Punkt. Die Lage ist entscheidend für eine gelungene Reise. Ich kann es kaum erwarten, den perfekten Ort für uns zu finden. Lektion 3: Sich in Europa zurechtfinden. Ich glaube, wir sollten überlegen, wie uns der innereuropäische Verkehr dabei helfen könnte, effizienter zu forschen. Das ist eine gute Idee. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja, Züge, Busse und sogar Billigfluggesellschaften können das Reisen bequem machen. Ich habe gehört, dass Zugreisen in Europa sehr angenehm sind. Haben Sie das schon einmal erlebt? Ja, habe ich. Die Aussicht aus dem Zug ist fantastisch. Man kann die Landschaft vorbeiziehen sehen. Das klingt herrlich. Welche Routen würden Sie empfehlen? Die Zugstrecke von Paris nach Amsterdam ist besonders landschaftlich reizvoll. Ich wollte schon immer mal Amsterdam besuchen. Wie sieht es mit dem öffentlichen Nahverkehr in der Stadt aus? Die meisten Großstädte verfügen über effiziente U-Bahn-Systeme. Sie sind leicht zu befahren. Ausgezeichnet. Das spart uns Zeit und hilft uns, Staus zu vermeiden. Genau. Außerdem ist es oft günstiger als Taxis. Gibt es bestimmte Städte, die wir Ihrer Meinung nach vorrangig besuchen sollten? Ich schlage Paris, Rom und Barcelona vor. Jede Stadt hat ihren eigenen Charme und ihre eigene Geschichte. Oh, das sind ja fantastische Auswahlmöglichkeiten. Ich kann es kaum erwarten, die lokale Küche zu probieren. Apropos Essen, wir sollten auch nach lokalen kulinarischen Touren Ausschau halten. Da eine kulinarische Tour würde uns helfen, die Kultur intensiver zu erleben. Wir könnten auch Einheimische treffen und mehr über ihre kulinarischen Traditionen erfahren. Das wäre eine ungemein bereichernde Erfahrung. Wie wäre es, in bestimmten Städten Fahrräder zu mieten? Das könnte eine unterhaltsame Art der Erkundung sein. Was für eine tolle Idee. Mit dem Fahrrad durch die Straßen zu fahren, wird uns eine neue Perspektive eröffnen. Es ist auch eine hervorragende Möglichkeit, während unserer Reisen aktiv zu bleiben. Ich freue mich immer mehr auf diese Reise. Lasst uns bald den Reiseplan festlegen. Ja, je früher wir planen, desto eher beginnt unser Abenteuer. Lektion 4: Helden der Geschichte. Das sind die Helden, die dazu beigetragen haben, einen Kontinent zu befreien. Ja, der Dokumentarfilm zeigte ihren Mut und ihre Opferbereitschaft. Ich war erstaunt darüber, wie viele Leben durch ihr Handeln verändert wurden. Absolut. Diese Helden haben angesichts von Widrigkeiten unglaublichen Mut bewiesen. Es ist faszinierend, darüber nachzudenken, wie ihre Bemühungen ganze Nationen geprägt haben. In der Tat, die kämpften nicht nur für sich selbst, sondern auch für zukünftige Generationen. Mir gefiel besonders der Teil über die Strategien, die sie im Kampf anwandten. Diese Taktiken waren beeindruckend.
Sie erforderten Intelligenz und Mut. Und vergessen wir nicht die Allianzen, die sie schlossen. Teamarbeit war entscheidend. Der, die Zusammenarbeit mit anderen macht oft den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage aus. Wer war Ihr Lieblingsheld aus der Dokumentation? Ich würde sagen, es war der junge Anführer, der so viele dazu inspirierte, sich der Sache anzuschließen. Er hatte eine mitreißende Vision. Seine Reden entfachten die Sehnsucht nach Freiheit. Diese Leidenschaft ist ansteckend. Sie zeigt, wie die Stimme eines Einzelnen viele mobilisieren kann. Ich habe auch die Geschichten derjenigen geschätzt, die die Helden im Stillen unterstützt haben. Auch diese stillen Helden verdienen Anerkennung. Ihre Beiträge waren von entscheidender Bedeutung. Es ist bemerkenswert, wie die Geschichte sie oft übersieht. Das stimmt. Jede spielt bei wichtigen Ereignissen eine Rolle, ob groß oder klein. Ich hoffe, dass zukünftige Generationen all diese Helden kennenlernen werden, nicht nur die berühmten. Das ist unerlässlich. Ihre Geschichten dienen als Inspiration für alle, die nach Gerechtigkeit streben. Lasst uns unsere Erkenntnisse mit anderen teilen. Ihr Vermächtnis darf nicht in Vergessenheit geraten. Lektion 5: Die Schönheit des Frühlings. Ich liebe den Frühling. Die Blumen blühen und alles fühlt sich lebendig an. Ich auch. Ich liebe besonders den Frühling, wenn die Blumen blühen. Es hat etwas Magisches, überall bunte Blüten zu sehen. Absolut. Es fühlt sich an, als würde die Natur nach einem langen Winter erwachen. Hast du eine Lieblingsblume? Ich liebe Kirschblüten. Ihre zarten Blütenblätter sind einfach atemberaubend. Sie sind wunderschön. Ich mag Tulpen auch sehr. Es gibt sie in so vielen leuchtenden Farben. Tulpen sind wunderschön. Waren Sie schon einmal auf einem Tulpenfest? Ich habe es noch nicht getan, würde es aber sehr gerne. Es klingt großartig. Das sollten Sie sich unbedingt ansehen. Die Tulpenfelder sind atemberaubend. Das kann ich mir nur vorstellen. Welche anderen Frühlingsboten erfreuen Sie? Es macht mir besonders viel Spaß, den Bäumen beim Wiederaustreiben ihre Blätter zuzusehen. Es wirkt erfrischend. Ja, und der Duft von frischem Gras ist auch belebend. Das stimmt wirklich. Haben Sie schon irgendwelche Frühlingsaktivitäten geplant? Ich hatte überlegt, ein Picknick im Park zu organisieren. Das klingt herrlich. Ein Picknick inmitten blühender Blumen wäre perfekt. Wir könnten unsere Lieblingssnacks mitbringen und die Sonne genießen. Ich freue mich schon riesig. Vielleicht können wir ein paar Freunde einladen. Das ist eine hervorragende Idee. Je mehr, desto besser. Und wir können ein paar Spiele im Freien spielen. Ja, ein kleiner freundschaftlicher Wettbewerb würde den Spaß noch steigern. Der Frühling ist die perfekte Zeit für fröhliche Zusammenkünfte und viel Gelächter. Da stimme ich voll und ganz zu. Lasst uns dieses Picknick unbedingt veranstalten. Lektion 6: Morgenroutinen. Normalerweise wache ich gegen 6:30 Uhr auf und gehe kurz joggen. Das ist beeindruckend. Ich habe gehört, dass Morgengymnastik eine positive Stimmung für den Tag erzeugen kann. Das stimmt wirklich.
Die frische Luft belebt mich. Wie ist das bei dir morgens? Ich wache tendenziell etwas später auf, so gegen 7:00 Uhr. Ich beginne mit ein paar Dehnübungen. Dehnen ist unerlässlich. Es bereitet Ihren Körper auf den bevorstehenden Tag vor. Da stimme ich zu. Danach frühstücke ich normalerweise nahrhaft. Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Was essen Sie normalerweise? Ich esse Haferflocken am liebsten mit frischen Früchten. Das gibt mir Energie. Das klingt köstlich. Ich trinke oft einen Smoothie mit viel Gemüse und Eiweiß. Smoothies sind toll. Sie sind schnell zubereitet und sehr erfrischend. Genau. Trainieren Sie lieber morgens oder später am Tag. Ich bin morgens motivierter. Es fühlt sich an, als würde ich gut in den Tag starten. Das ist eine tolle Einstellung. Welche anderen Aktivitäten machen Ihnen Spaß? Ich mag Yoga auch. Es hilft mir, flexibler zu werden und meinen Geist zu beruhigen. Yoga ist wunderbar. Ich habe es schon ein paar Mal ausprobiert, muss aber noch mehr üben. Das solltest du unbedingt tun. Es ergänzt das Joggen hervorragend. Vielleicht könnten wir unsere Routinen ab und zu kombinieren. Joggen und anschließend Yoga klingt verlockend. Die Idee gefällt mir sehr. Das wäre eine tolle Möglichkeit, gemeinsam aktiv zu bleiben. Lasst uns einen Plan machen. Kontinuität ist der Schlüssel zum Erreichen unserer Fitnessziele. Hilf. Ich freue mich schon sehr auf unsere gemeinsamen Vormittagssitzungen. Ich auch. Gemeinsam können wir uns gegenseitig motivieren, gesund zu bleiben. Lektion 7: Die neuesten Technologien. Hast du schon die neuen Smartphones gesehen? Sie stecken voller toller Funktionen. Hilf. Allein schon die Kameras sind unglaublich. Ja, einige von ihnen verfügen über mehrere Objektive für atemberaubende Fotos. Ganz zu schweigen vom Nachtmodus. Er kann auch bei schwachem Licht wunderschöne Bilder aufnehmen. Das ist ein echter Wendepunkt. Ich liebe es, nachts zu fotografieren. Mir geht es genauso. Dadurch werden Abende im Freien viel angenehmer. Haben Sie schon einmal die Videoqualität dieser Modelle überprüft? Klar habe ich. Die 4K-Videoaufnahme ist absolut beeindruckend. Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihre Reisen in solch hoher Detailgenauigkeit festhalten. Es wäre, als hätte man eine professionelle Kamera in der Tasche. Welche anderen Merkmale haben Ihre Aufmerksamkeit erregt? Die Akkulaufzeit ist fantastisch. Manche Handys halten selbst bei intensiver Nutzung den ganzen Tag durch. Das ist unerlässlich. Niemand mag es, wenn der Akku in einem entscheidenden Moment leer ist. Klar, und viele Modelle unterstützen mittlerweile Schnellladen. Das ist mir auch aufgefallen. Schon nach wenigen Minuten Ladezeit kann man es stundenlang nutzen. Es fühlt sich wie ein echter Fortschritt an. Die Technologie entwickelt sich heutzutage so rasant. Das ist es ganz bestimmt. Haben Sie unter all diesen Innovationen eine Lieblingsfunktion? Ich bin ein Fan der Gesichtserkennung. Sie bietet mehr Komfort und Sicherheit. Oh ja, da stimme ich zu. Es wirkt futuristisch, fast wie ein Science-Fiction-Film.
Darf Würden Sie demnächst ein neues Handy in Betracht ziehen? Ich bin versucht. Bei all diesen neuen Funktionen ist es schwer zu widerstehen. Vielleicht sollten wir uns einige Modelle genauer ansehen. Das klingt nach einem Plan. Lass uns herausfinden, was am besten zu uns passt. Ich freue mich auf unser Smartphone-Abenteuer. Ich auch. So viele spannende Möglichkeiten erwarten uns. Lektion 8: Das Kartelrecht verstehen. Haben Sie von dem Unternehmen gehört, das in den USA Klage nach dem Schaman Antitrust Akt eingereicht hat? Verf Das sorgt in der Geschäftswelt für ordentliches Aufsehen. Was sind die Details? Das Unternehmen behauptet, seine Konkurrenten würden ungesetzliche Praktiken anwenden. Das klingt ernst. Nach dem Schaman-Antitrust-Akt ist es Unternehmen untersagt, den Handel einzuschränken. Genau. Es ist darauf ausgelegt, einen fairen Wettbewerb zu fördern. Haben Sie von den konkreten Vorwürfen des Unternehmens gelesen? Ja, sie behaupten, ihre Konkurrenten würden Preisabsprachen treffen. Preisabsprachen können Verbrauchern schweren Schaden zufügen. Es ist daher unerlässlich, solche Probleme anzugehen. Auf jeden Fall. Sollte sich dies bewahrheiten, könnten den betroffenen Unternehmen erhebliche Strafen drohen. Ich frage mich, wie sich dieser Fall auf den Gesamtmarkt auswirken wird. Es könnte einen Präzedenzfall dafür schaffen, wie ähnliche Fälle in Zukunft behandelt werden. Das könnte die Geschäftswelt völlig verändern. Genau. Unternehmen müssen bei ihren Strategien vorsichtiger sein. Es scheint ein guter Zeitpunkt für Unternehmen zu sein, ihre Geschäftspraktiken zu überdenken. Ich stimme zu. Transparenz ist unerlässlich, um das Vertrauen der Verbraucher zu erhalten. Sind noch andere Unternehmen in diesen Rechtsstreit verwickelt? Ja, einige große Konzerne werden als Beklagte genannt. Es wird interessant sein zu sehen, wie sie reagieren. Auf jeden Fall. Ihre Verteidigungsstrategien könnten genauso überzeugend sein wie die Anschuldigungen. Glauben Sie, dass die Öffentlichkeit die Klage des Klägers unterstützen wird? Es kommt darauf an, wie gut die Beweise präsentiert werden. Die öffentliche Meinung kann die Ergebnisse beeinflussen. Das ist ein guter Punkt. Die Medien werden eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung der Wahrnehmung spielen. Wie auch immer das Ergebnis ausfällt, es wird mit Sicherheit ein wegweisender Fall sein, den man weiter verfolgen wird. Lektion 9: Grundlagen der Fitness. Zur Entwicklung der Herz-Kreislauf-Fitness ist es wichtig, Übungen durchzuführen, die die Herzfrequenz erhöhen. Hilf. Aktivitäten wie Laufen, Radfahren oder Schwimmen sind hervorragende Alternativen. Ich laufe gerne, besonders wenn ich neue Strecken erkunden kann. Das klingt erfrischend. Hast du es schon mal mit einer Radfahrgruppe versucht, um zusätzliche Motivation zu bekommen? Ich habe es noch nicht gemacht, aber das könnte Spaß machen. Gemeinsames Training steigert oft die Energie. Hilf. Ich liebe Gruppenkurse. Sie können sehr fesselnd sein. Welche Kursarten gefallen Ihnen am besten? Ich mag Zumba besonders gern. Es kombiniert Fitness mit Tanz, was einfach riesigen Spaß macht. Das klingt wirklich toll. Tanzen und Sport in einer Einheit. Eine perfekte Kombination. Bitte, trainierst du lieber alleine oder in der Gruppe?
Ich mag die Mischung. Manchmal brauche ich die Motivation einer Gruppe, aber manchmal bevorzuge ich meine Sololäufe. Abwechslung ist das A und O. So bleibt das Training interessant. Glauben Sie, dass es eine bestimmte Dauer für Herz-Kreislauf-Training gibt, um Ergebnisse zu erzielen? Experten empfehlen mindestens 150 Minuten mäßige körperliche Aktivität pro Woche. Das klingt machbar. Das könnten wir problemlos auf mehrere Tage aufteilen. Ja, und denken Sie daran, sich vor Beginn jeglicher Übungen ordentlich aufzuwärmen. Guter Punkt. Aufwärmen verringert das Verletzungsrisiko. Denn letztendlich ist es die Beständigkeit, die Fortschritt bringt. Auf jeden Fall. Lasst uns einen Plan machen, um diese Woche verschiedene Aktivitäten einzubauen. Die Idee gefällt mir. So können wir uns gegenseitig zur Rechenschaft ziehen. Gemeinsam können wir unsere Fitnessziele erreichen und dabei auch noch Spaß haben. Lektion 10. Unsere Geschichte erinnern. Ich sah mir eine Dokumentation an, in der beschrieben wurde, wie die Luft dicht mit Rauch gefüllt war und die Schreie der Männer die Straßen erfüllten. Das klingt heftig. Über welches Ereignis haben Sie gesprochen? Es ging um eine entscheidende Schlacht unserer Geschichte. Die Szene wirkte beinahe surreal. Ich kann es mir nur vorstellen. Die Spannung muss greifbar gewesen sein. Absolut. Die Luft war erfüllt vom Knallen von Schüssen und dem Lärm des Chaos. Solche Beschreibungen können die Geschichte auf anschauliche Weise zum Leben erwecken. Ja, dadurch wird es nachvollziehbarer und verständlicher für die Opfer, die die Menschen gebracht haben. Wurden auch persönliche Berichte von Betroffenen aufgenommen? Das taten sie. Persönliche Berichte boten einen Einblick in die Gefühle jener Zeit. Das verleiht der Erzählung mehr Tiefe. Es verwandelt Statistiken in menschliche Erfahrungen. Genau, es offenbart den Mut und die Angst, denen die Menschen täglich ausgesetzt waren. Ich stimme zu. Haben Sie jemals historische Stätten besucht, die mit diesem Ereignis in Verbindung stehen? Ich habe es erlebt. Der Besuch eines alten Schlachtfelds kann überwältigend, aber auch sehr aufschlussreich sein. Ich kann mir nur vorstellen, an einem Ort zu stehen, an dem sich die Geschichte so entfaltet hat. Es vermittelt einem auf jeden Fall ein Gefühl für die richtige Perspektive. Die Reflexion über die Vergangenheit kann uns helfen, unsere gegenwärtigen Freiheiten wertzuschätzen. In der Tat, die Geschichte lehrt uns wertvolle Lektionen über Widerstandsfähigkeit und Zusammenhalt. Was ist Ihrer Meinung nach die wichtigste Lehre aus solchen Ereignissen? Ich glaube, es ist wichtig, unsere Geschichte zu verstehen, um künftige Konflikte zu verhindern. Das ist eine aussagekräftige Botschaft. Es ist entscheidend, dass wir uns an unsere Vergangenheit erinnern und aus ihr lernen. Wahrlich, das sind wir denen schuldig, die vor uns da waren. Lektion 11: Sprachbarrieren überwinden. Aufgrund der Sprachbarriere hatte ich einige interessante Begegnungen. Oh ja, das kenne ich nur zu gut. Solche Momente können sowohl komisch als auch frustrierend sein. Absolut. Einmal habe ich versehentlich ein Gericht bestellt, von dem ich dachte, es wäre etwas ganz anderes. Was wollten Sie bestellen? Ich wollte eigentlich nur ein einfaches Gericht Pasta bestellen, aber stattdessen bekam ich frittierte Insekten. Oh nein, das muss eine Überraschung gewesen sein. Wie hast du reagiert?
Ich lachte, fragte mich aber auch, wie ich damit umgehen würde. Was hast du mit dem Gericht gemacht? Ich holte tief Luft und beschloss, es zu probieren. Es war überraschend lecker. Das ist mutig. Ich hätte mich vielleicht nicht getraut, es zu versuchen. Es ging nur um das Abenteuer. Haben Sie schon einmal etwas Ähnliches erlebt? Ja, als ich in ein anderes Land reiste, wollte ich nach Wasser fragen. Das klingt einfach genug. Man sollte es meinen. Stattdessen habe ich versehentlich einen Hotdog bestellt. Wie konnte das passieren? Ich habe das Wort falsch ausgesprochen. Der Verkäufer schaute sehr verwirrt. Das kann ich mir vorstellen. Hast du am Ende einen Hotdog statt Wasser bekommen? Tja, das hatte ich mir nicht vorgestellt, aber ich beschloss, es zu genießen. Manchmal entstehen aus solchen Fehlern die besten Geschichten. Genau, sie erinnern uns daran, das Unerwartete anzunehmen. Auch Sprachbarrieren können zu einzigartigen Verbindungen führen. Das stimmt. Solche Begegnungen schaffen unvergessliche Erinnerungen. Nächstes Mal sollten wir uns also einfach treiben lassen. Hilf. Jedes Missverständnis kann zu neuen Abenteuern führen. Und wer weiß, vielleicht entdecken wir noch weitere köstliche Überraschungen. Lektion 12. Lokale Kunst entdecken. Hast du schon von der neuen Kunstinstallation im Park gehört? Sie ist wunderschön. Was hältst du davon? Ich finde, es ist eine wunderbare Bereicherung für die Gemeinschaft. Kunst erweckt Träume zum Leben. Oh, davon habe ich auch schon gehört. Das Konzept klingt faszinierend. Ja, ich glaube, es konzentriert sich auf Natur und Nachhaltigkeit. Das ist ein so wichtiges Thema. Es regt die Menschen dazu an, die Umwelt wertzuschätzen. Genau. Ich liebe es, wie Kunst tiefgründige Botschaften vermitteln kann. Sollen wir das nach dem Kaffee ansehen? Das klingt nach einer tollen Idee. Ich bin gespannt, es mir persönlich anzusehen. Ich kann es kaum erwarten, Fotos zu machen. Ich glaube, es wird umwerfend aussehen. Bringen Sie Ihre Kamera mit. Kunst in natürlicher Umgebung einzufangen, wird ein Genuss sein. Sylv, ich liebe es, Kreativität mit Natur zu verbinden. Haben Sie schon einmal an einem Kunstwerkshop teilgenommen? Ich habe es noch nicht getan, würde es aber sehr gerne tun. Kunst zu schaffen scheint mir eine fantastische Möglichkeit zu sein, sich auszudrücken. Das stimmt wirklich. Vielleicht finden wir ja einen Kurs in der Nähe, dem wir uns gemeinsam anschließen können. Das wäre fantastisch. Etwas Neues zu lernen ist immer spannend. Außerdem können wir unsere kreativen Energien bündeln. Stellt euch vor, was für einen Spaß wir haben könnten. Wer weiß, welche Meisterwerke wir erschaffen würden. Wir sollten nicht zu ehrgeizig werden. Es mag ratsam sein, mit Skizzen zu beginnen. Pfiff, ein bisschen Übung, bevor man Meisterwerke schafft, klingt nach einem guten Plan. Kommen wir nun zu dieser Installation und lassen wir uns inspirieren. Lektion 13. Wochenendabenteuer. Wie wär's mit einer Wanderung nächstes Wochenende? Die Wettervorhersage sieht perfekt aus.
Das klingt nach einer wunderbaren Idee. Ich verbringe sehr gerne Zeit im Freien. Der Wetterbericht sagt sonniges Wetter und milde Temperaturen voraus. Ideales Wanderwetter. Das ist es ganz bestimmt. Hast du einen bestimmten Wanderweg im Sinn? Ich dachte an das Hotel in Green Valley. Es bietet eine atemberaubende Aussicht. Ich habe viel Gutes über diesen Wanderweg gehört. Er ist ziemlich beliebt, nicht wahr? Ja, und das aus gutem Grund. Die Landschaft entlang des Weges ist atemberaubend. Welchen Schwierigkeitsgrad hat der Wanderweg? Es gilt als moderat, sollte also für uns zu bewältigen sein. Perfekt. Ich möchte die Wanderung genießen und mich nicht damit abmühen. Genau, wir können uns Zeit lassen und die Aussicht genießen. Sollen wir ein Picknick einpacken, das wir oben genießen können? Das ist eine hervorragende Idee. Ein Picknick mit Aussicht klingt herrlich. Ich kann Sandwiches und Snacks zubereiten. Ich bringe Getränke mit. Vielleicht Limonade. Das wäre erfrischend. Es passt hervorragend zu den Sandwiches. Meinst du, wir sollten andere einladen, sich uns anzuschließen? Das könnte lustig werden. Je mehr, desto besser. Ich werde eine Nachricht an unsere Freunde schicken. Hoffen wir, dass sie genauso begeistert vom Wandern sind wie wir. Wenn dem nicht so ist, können wir unser Abenteuer immer noch alleine feiern. Sir, ich kann es kaum erwarten, die frische Luft und die wunderschöne Landschaft zu erleben. Das wird eine fantastische Abwechslung vom Alltag sein. Lektion 14. Die Wahrheit über Modediäten. Ist Ihnen schon aufgefallen, wie immer wieder neue Trenddiäten populär werden? Ja, das habe ich. Es ist interessant, wie schnell sich Trends in der Gesundheitswelt ändern können. Viele dieser Diäten sind jedoch oft unsicher. Das ist ein ernstzunehmender Grund zur Sorge. Manche Diäten können mehr schaden als nutzen. Genau. Ich habe von dem Saftkur-Trend gelesen. Das kann extrem sein. Wie kann man über einen längeren Zeitraum ausschließlich von Saft leben? Das ist nicht nachhaltig. Der Körper benötigt die richtigen Nährstoffe aus fester Nahrung. Da stimme ich zu. Was ist mit der ketogenen Diät? Die ist ja gerade total angesagt. Ja, aber bei manchen Menschen kann es zu gesundheitlichen Problemen wie Nährstoffmangel führen. Das ist ein gravierender Nachteil. Ausgewogenheit ist ein wesentlicher Bestandteil einer gesunden Ernährung. Haben Sie schon mal von der Kohlsuppendiät gehört? Tja, die Vorstellung, nur Kohlsuppe zu essen, klingt fade und ungesund. Total geschmacklos. Kaum zu glauben, dass das irgendjemand lange aushält. Und was passiert, wenn Sie wieder normale Nahrung zu sich nehmen? Genau. Sie nehmen das Gewicht oft schnell wieder zu. Ich denke, Mäßigung ist der Schlüssel. Eine abwechslungsreiche Ernährung ist entscheidend für die Gesundheit. Absolut. Und was ist mit den Diäten, die schnelle Ergebnisse versprechen? Schnelle Ergebnisse sind oft zu schön, um wahr zu sein. Nachhaltige Veränderungen brauchen Zeit. Gut gesagt. Jeder Körper ist anders, deshalb gibt es keine Einheitslösung.
Klar, ist es ratsam, vor drastischen Änderungen einen Arzt zu konsultieren. Ja, ich glaube daran, sich auf gesunde, ausgewogene Mahlzeiten zu konzentrieren, anstatt Trends zu folgen. Lektion 15. Übergang zur Highschool. Nach der Grundschule geht man auf die weiterführende Schule. Ja, das ist ein bedeutender Übergang. Die meisten Schüler der Oberstufe sind aufgeregt, aber auch nervös. Absolut. Es markiert einen neuen Lebensabschnitt für sie. Die Umgebung ist völlig anders. Ich erinnere mich an ein Gefühl der Mischung aus Aufregung und Besorgnis. Die Highschool schien so riesig. Auf jeden Fall. Bei so vielen neuen Gesichtern und Kursen kann man schon mal überwältigt sein. Fiel es dir leicht, in der Highschool Freunde zu finden? Überraschenderweise war das tatsächlich der Fall. Der Beitritt zu Vereinen half mir, Kontakte zu knüpfen. Das ist eine tolle Strategie. Außerschulische Aktivitäten eignen sich hervorragend, um Leute kennenzulernen. Ja, und daraus entstehen oft dauerhafte Freundschaften. Wie war es bei dir? Wie hast du dich angepasst? Ich war anfangs schüchtern, aber der Beitritt zum Theaterclub hat mir geholfen, aus mir herauszukommen. Das ist fantastisch. Theaterspielen kann eine großartige Möglichkeit sein, Selbstvertrauen aufzubauen. Das war es wirklich. Es hat mir ermöglicht, mich auf unerwartete Weise auszudrücken. Haben dir die Kurse, die du in der Highschool belegt hast, gefallen? Größtenteils. Mein Literaturkurs hat mir sehr gefallen. Das Lesen und Besprechen von Büchern hat mir viel Spaß gemacht. Literatur ist ein tolles Fach. Es eröffnet so viele Perspektiven. Da stimme ich zu. Welche Themen fanden Sie am interessantesten? Ich war ein Fan der Naturwissenschaften. Mich faszinierte es, zu erforschen, wie die Welt funktioniert. Das klingt spannend. Hattest du ein Lieblingswissenschaftsprojekt? Ja, ich habe ein Modell des Sonnensystems gebaut. Es war anspruchsvoll, aber hat Spaß gemacht. Das klingt beeindruckend. In der Highschool haben wir so viele neue Themen kennengelernt. Ja, und diese Erfahrungen prägen unsere Interessen für die Zukunft. Ich bin der Meinung, dass die Highschool uns auf die nächsten Schritte im Leben vorbereitet. Absolut. Es legt den Grundstein für unsere akademische und persönliche Entwicklung. Lektion 16. Effektives Lebensmanagement. Das kenne ich nur zu gut. In letzter Zeit habe ich meine Aufgaben priorisiert und Grenzen gesetzt. Das ist ja wunderbar. Wie hat es sich für Sie bewährt? Sehr gut. Die offizielle Erkenntnis, dass ich nicht alles schaffen kann, war befreiend. Ich verstehe das vollkommen. Grenzen zu setzen ist entscheidend für die psychische Gesundheit. Genau. Früher habe ich mir immer zu viele Projekte gleichzeitig vorgenommen. Das war einfach zu viel. Mir ging es genauso. Welche Strategien haben Sie zur Zeiteinteilung angewendet? Ich habe angefangen, einen Planer zu benutzen, um meine täglichen Aufgaben zu strukturieren. Das gibt mir einen klaren Fokus. Das klingt effektiv. Ich bevorzuge digitale Tools für das Aufgabenmanagement. Digitale Tools sind toll. Hast du eine Lieblings-App? Tja, ich liebe es, eine App zu benutzen, mit der ich Aufgaben nach Priorität kategorisieren kann.
Das ist klug. Prioritäten zu setzen kann Stress deutlich reduzieren. Ich plane auch feste Pausenzeiten ein. Ruhe ist unerlässlich für die Produktivität. Absolut. Pausen einzulegen hilft, das Energieniveau über den Tag hinweg aufrechtzuerhalten. Haben Sie seit der Vornahme dieser Anpassungen Veränderungen in Ihrer Produktivität festgestellt? Ja, ich stelle fest, dass ich konzentrierter bin und mich weniger leicht ablenken lasse. Das ist fantastisch. Ich habe ähnliche Verbesserungen erlebt. Es ist ein befriedigendes Gefühl, wenn man Aufgaben erledigt, die man sich selbst gestellt hat. In der Tat, das Feiern kleiner Erfolge hält die Motivation hoch. Lasst uns einen Pakt schließen, uns auf diesem Weg weiterhin gegenseitig zu unterstützen. Das fände ich toll. Gemeinsam können wir Tipps austauschen und uns gegenseitig ermutigen. Unser Bestreben, Aufgaben zu priorisieren und Grenzen zu setzen, kann zu größerem Erfolg führen. Lektion 17. Sommerpläne. Ich finde, wir sollten dieses Wochenende unbedingt wandern gehen. Das wäre toll. Die Wanderwege sind um diese Jahreszeit wunderschön. Und danach können wir uns auch noch ein Eis gönnen. Eiscreme ist die perfekte Belohnung nach einer Wanderung. Welche Sorten bevorzugst du? Ich entscheide mich meistens für Schokolade. Sie ist reichhaltig und sättigend. Klasse Wahl. Ich mag fruchtige Geschmacksrichtungen wie Himbeere oder Mango. Die sind ja erfrischend. Vielleicht finden wir einen Ort, der beides bietet. Gute Idee. Ich habe von diesem Laden hier in der Gegend gehört, der einzigartige Geschmacksrichtungen anbietet. Einzigartige Geschmacksrichtungen? Jetzt bin ich neugierig. Welche Geschmacksrichtungen bieten Sie an? Sie haben Lavendelhonig und grünen Tee. Das klingt köstlich. Ich würde den Lavendelhonig sehr gerne probieren. Er wirkt so edel. Ja, das stimmt. Wie wäre es, wenn wir eine Liste mit Dingen erstellen, die wir für die Wanderung mitnehmen sollten? Ausgezeichneter Plan. Wasser und Snacks sollten auf jeden Fall auf der Liste stehen. Da, ich schlage vor, ein paar Müsli-Riegel und Obst einzupacken. Perfekt. Und vergiss die Sonnencreme nicht. Auf den Wanderwegen wird es ziemlich sonnig. Einverstanden. Ich möchte mir beim Wandern lieber keinen Sonnenbrand holen. Und ein Hut. Ein guter Hut kann Sie vor der Sonne schützen. Toller Vorschlag. Ich habe einen breitkrempigen Hut, den ich mitbringen werde. Super. Unser Tag klingt nach einem aktiven und genussvollen Tag. Ich kann es kaum erwarten. Wandern und Eiscreme sind eine fantastische Kombination. Lasst uns daraus einen unvergesslichen Tag voller Lachen und Spaß machen.